Eine meiner selbstgewählten Aufgaben, die ich in diesem Leben habe, ist, die beste Version meiner selbst zu werden. Wenn man das versucht, erfordert das auch, dass man teilweise seine Denkmuster überarbeiten muss. Und einige davon kennen wir sehr gut und bei anderen braucht es vielleicht einige Hilfe, um überhaupt zu erkennen, dass uns diese bestimmten Denkmuster behindern. Diese Denkmuster behindern uns auch, produktiv und gesund durchs Leben zu gehen. Ich nehme euch deswegen mit auf eine Reise, um diese Muster zu erkunden, zu erkennen, welche es überhaupt gibt, und zeige natürlich auch Wege, wie du damit umgehen kannst. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Ich habe letztens ein Video zum Thema Overthinking gemacht. Also was bestimmte Grübeleien uns im Alltag eigentlich behindern. Und ganz am Ende gehe ich darauf ein, dass Mindset-Arbeit, also genau diese Arbeit an Denkmustern, eine Möglichkeit auch ist, sich vielleicht zu befreien von dieser Grübelei oder zumindest es zu reduzieren. Und das Video zum Thema Overthinking findest du hier oben in der Ecke. Und jetzt gehe ich auf die einzelnen Denkmuster ein, die es so als ganz grobe Kategorien erstmal gibt, und ergänze das Ganze dann am Ende noch durch so ein paar Spezialfälle, die dir vielleicht bekannter vorkommen. Ich lasse mal die Fachbegriffe weg und versuche mal diese Typen zu umschreiben, die wir im Alltag so vor uns sehen. Und der erste Typus an Denkmustern ist der sich immer nur auf einen Teil des Gesagten konzentriert. Also der zum Beispiel immer nur das Schlechte raushört, wenn eigentlich auch so viel Gutes kommt. Wahrscheinlich wirklich auch nur, vielleicht kommt nur Gutes bis auf eine Sache, und der Typus, der sich auf diese Sache konzentriert. Nummer 2, macht aus einer Mücke immer einen Elefanten. Also da wird eine Kleinigkeit einfach so aufgeplustert, als wäre das das Ganze, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist, die gar nicht so viel Aufmerksamkeit verdient. Das Denkmuster Nummer 3 ist eigentlich das Gegenteil davon. Das ist der Typus, der Erfolge immer kleinredet, der immer sagt, das war ja eigentlich gar nichts, oder das hätte ja jeder genauso. Oder vielleicht sogar sich mit unfairen Vergleichen dann klein hält und sagt, ja, aber der Alex hätte das viel besser gemacht. Wohl wissend, dass der Alex wahrscheinlich ein Profi ist in dem Bereich, also sich mit Leuten vergleichen, die viel, viel mehr Erfahrung in bestimmten Bereichen haben. Typus 4 identifiziert sich mit allem immer und erst recht mit Fehlschlägen. Also die typische Aussage, das ist alles meine Schuld, ist eigentlich fast schon für sich sprechend in diesem Typ. Nummer 5 zieht Schlussfolgerungen, ohne Beweise zu haben, oder akzeptiert einfach die erstbeste Erklärung, die in den Sinn kommen, als die Wahrheit. Der letzte Typus, dem fehlen Differenzierungsmöglichkeiten oder auch die Einsicht, dass sich Dinge verändern. Also so ein Satz wie, das ist immer so oder das war schon immer so, solche Überlegungen halten halt diesen Typen zurück. Ich habe noch ein paar, ich sag mal, Schlagwörter, die in diese Kategorien mit reinfallen, und wahrscheinlich wirst du die meisten auch davon kennen. Das eine sind tatsächlich so Schwarz-Weiß-Denker, also wo es wirklich nur das eine Extrem oder das andere gibt, wo keine Mitte da ist. Genauso auch von Menschen, die in Schubladen denken. Das hilft wahrscheinlich manchmal, die Welt sehr einfach zu halten, ist aber manchmal halt ungenügend differenziert bei bestimmten Überlegungen. Sehr spannend sind auch Menschen, die Gedanken lesen können, die genau wissen, was eine Person meint, teilweise sogar, wo die Person das Gegenteil eigentlich gesagt hat, und die sich von Fakten dann auch nicht beirren lassen und genau wissen, nein, der hat das böse gemeint oder sowas in der Richtung. Ganz dicht gefolgt von Menschen, die die Zukunft vorhersagen können.
Das wird genau so passieren. Im Zweifelsfall meistens natürlich damit verbunden, dass irgendwas schiefgehen wird, ohne dass irgendein Anhaltspunkt dafür vorliegt, dass es genauso sein muss. Das geht direkt über in den Typus, der immer das Schlimmste annimmt, also immer davon ausgeht, dass irgendwas schiefgehen wird. Mit einer negativen Einstellung schon starten. Vielleicht sogar mit der Ausrede, wenn ich davon ausgehe, dass alles schief wird, dann alles schief geht, kann ich ja nur positiv überrascht werden. Wir haben auch noch die Typen, die eine emotionale Beweisführung vornehmen, die also ihr eigenes Denken, ihr eigenes Fühlen als Beweis ansehen, dass Sachen so sein müssen. Ich habe Angst vor Spinnen, deswegen sind Spinnen gefährlich. Oder ich mag Kinder, deswegen müssen alle Menschen Kinder mögen. Diese Art von Gedanken, auch diese Verallgemeinerung eigentlich von seinen eigenen Emotionen auf andere zu schließen. Der letzte Fall sind die Menschen oder diese Gedankenmuster, die sagen, das sollte, das müsste eigentlich. So, also die eine ideale Welt im Kopf haben, wahrscheinlich etwas, was sie gelernt haben oder wie sie sich wünschen, wie die Welt wäre und dann völlig enttäuscht sind, wenn die Welt doch anders ist. Wo einfach sehr klar erkennbar ist, wie sehr eigentlich unser Denken, unsere Einstellung, unser Handeln und unsere Welt beeinflussen. Was kannst du jetzt denn dagegen tun? Oder dafür, dass es dir besser geht? An der Stelle sei nochmal erwähnt, dass ich kein Therapeut bin und deswegen auch keine professionelle Unterstützung anbieten kann und dass es auch kein Ersatz ist für eine professionelle Unterstützung. Das ist einfach ein Angebot, was du ausprobieren kannst, um zu schauen, ob dir das vielleicht Erleichterung bringt. Der erste Schritt auf dem Weg, dass es besser wird, ist zu erkennen, was du eigentlich machst. Welche Gedankenmuster du eigentlich hast, die dich dann auch behindern und dir vielleicht auch Energie rauben, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Ich habe in dem Video zum Overthinking schon erzählt, dass es unter anderem hilft, seine Gedanken aufzuschreiben, festzuhalten und vielleicht mal zurückzublicken, um solche Muster in den eigenen Gedanken zu erkennen. Das kann ich hier nur noch mal verstärken. Generell hilft es aber auch, wenn du dich in so einer Situation findest, wo es dir nicht gut geht, zu schauen, welche von meinen Überlegungen, von meinen Denkweisen löst das denn gerade aus? Vielleicht hast du einen von diesen Typen, den ich gerade aufgezeigt habe. Vielleicht fällt dir einer ein und du siehst, dass der gerade zur Anwendung kommt. Schritt Nummer 2 ist dann tatsächlich zu hinterfragen, ob das denn so sein muss. Warum das denn vielleicht gerade so präsent ist bei dir. Also vielleicht auch Fragen zu stellen wie, ist das wirklich so, wie ich es denke? Gibt es Beweise dafür? Oder auch die Frage zu stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Horrorszenario eintritt oder dass die Person das denkt? Also wie wahrscheinlich ist es? Gibt es eine positive Seite an dem Ganzen? Kannst du irgendwas dir überlegen, was positiv dran ist, was den negativen Gedanken vielleicht einen Gegenpol setzen könnte? Oder auch die Frage, helfen mir diese Gedanken? Oder die Erkenntnis eben dabei, schaden sie mir vielleicht, wenn ich genauso weiterdenke? Eine sehr kraftvolle Frage ist auch, was würde ich einem Freund raten, der mir solche Sachen jetzt erzählen würde? Es geht darum, dabei zu erkennen, was du tust, zu hinterfragen, vielleicht auch, warum es dir gerade damit so geht. Ziel des Ganzen ist es nicht, die Muster zu unterdrücken oder dir einzureden, du darfst so nicht denken, sondern wirklich zu erkennen, was kannst du eigentlich tun. Und es gibt ja diesen Spruch, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und darum geht es eigentlich nur gerade. Zu erkennen, was passiert eigentlich gerade und eben vielleicht zu hinterfragen, muss das so sein, beziehungsweise was kann ich tun. Das dritte, was ich noch erzählen möchte, ist ein Gedankenmodell. Ich habe das Ganze auch in einem meiner Shorts erzählt, also wenn du das im Detail nochmal nachschauen willst, dann findest du den Link auch irgendwo am Ende vielleicht oder ich packe den wieder hier oben in die Ecke. Ich nenne es immer Circle of Influence. Also wie viel kann ich eigentlich selbst in meinem Leben beeinflussen? Und bei all den Dingen, die ich beeinflussen kann,
dann ist es auch meine Aufgabe, das zu tun, anstatt mich dagegen aufzulehnen, mich darüber zu beschweren, dass die Dinge doof sind. Und bei den Sachen, die ich nicht selber ändern kann, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere sie, ich kann damit leben, dass Dinge nicht ideal sind, oder ich verlasse die Situation. Es hilft jedenfalls nichts, nicht deiner Gesundheit, nicht deiner Produktivität, Energie für etwas aufzubringen, was du nicht änderst oder ändern kannst. Jetzt würde mich nur noch interessieren, mit welcher Idee du vielleicht besonders gut leben kannst oder vielleicht sogar auch, welche von meinen Gedanken nicht ganz klar sind oder dir noch Schwierigkeit bereiten. Lass mir das gerne in den Kommentaren da und ansonsten freue ich mich über ein Like von dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.